Auf der Insel Sodor gibt es 2 Lokomotiven, die beste Freunde sind. Thomas, die kleine Tenderlok, und Percy, die kleine Satteltank-Rangierlokomotive. Sie hatten jedoch viel zu arbeiten und konnten sich nur am Abend sehen. Manchmal sehen Thomas und Percy sich in der Arbeit. Percy hielt an vielen Bahnhöfen, aber diesmal hielt er in Wellsworth. Heute ist ein schöner Tag. Ich hoffe, dass ich Thomas auf dem Weg treffe. Percy pfiff und fuhr weiter. Thomas fuhr gerade seine Nebenstrecke entlang. Er fuhr um die Kurve und sah Percy. Percy? Warum bist du schon im Rangierbahnhof? Ich mache nur eine Pause. Ich kann nicht mehr. Soll ich deinen Postwaggon ziehen? Wenn du dafür Zeit hast? Hast du denn dafür Zeit? Na klar, du bist mein bester Freund. Für dich mache ich alles. Thomas fuhr noch einmal nach Farquhar. Er brachte Annie und Clarabel dorthin und fuhr danach zum Rangierbahnhof. Doch als er dort ankam, war Percy weg. Percy? Wo bist du? Percy fuhr erschöpft Thomas' Nebenstrecke entlang, denn er wollte ihm wenigstens bei der Arbeit helfen. Thomas wusste nur nicht, wo Percy hinfuhr und suchte nach ihm. Thomas hat Annie und Clarabel hier stehen gelassen. Wo ist Thomas? Inzwischen fährt Thomas auch seine Nebenstrecke entlang. Doch als er ankam, war Percy schon wieder weg. Percy suchte im Rangierbahnhof nach Thomas und Thomas suchte in Farquhar nach ihm. Thomas und Percy suchten sich den ganzen Tag lang und dabei vergaßen sie die Post auszuliefern. Thomas, der dicke Kontrolleur hat mich geschickt, um euch zu sagen, dass ihr Chaos und Verspätungen anrichtet. Ihr hättet vor Stunden die Post ausliefern sollen. Oh, ich habe den Waggon vergessen. Ich habe mich darauf konzentriert, Percy zu finden. Dann solltest du ihn endlich finden, damit ihr die Post ausliefert. Okay, ich mache mich auf den Weg. Thomas fuhr so schnell wie er konnte und er fand Percy im Rangierbahnhof. Percy hatte kein Wasser mehr und konnte nicht weiterfahren. Thomas, ich habe kein Wasser mehr. Alles klar, ich mache mich auf den Weg nach Maithwaite.
Als Thomas zurückkam, war Percy immer noch im Rangierbahnhof. Doch Thomas zog Percy zum Wasserturm. Percy war vollgetankt und fuhr zu seinem Depot. Thomas holte noch Annie und Clarabel. Als er zum Rangierbahnhof fuhr, stand der dicke Kontrolleur dort. Thomas, warum hat das so lange gedauert? Ich wollte Percy helfen, indem ich seinen Waggon ziehe, aber dann wollte er ihn selber ziehen. Er wollte mir Bescheid sagen, jedoch war ich im Rangierbahnhof, um seinen Waggon zu holen. Und dann ging die Geschichte so weiter, dass wir im Kreis fuhren. Ach so, achtet nächstes Mal bitte darauf, dass das nicht noch einmal passiert. Wird gemacht, Chef. Thomas fuhr also in sein Depot, um zu schlafen. Am nächsten Tag erzählte Thomas Percy von dem Gespräch mit dem dicken Kontrolleur. Percy versprach, dass dies nicht mehr passieren wird. Thomas und Percy bleiben für immer und ewig beste Freunde.